unseren Liegeplatz verlassen. Claudia und Frank sind auch schon startklar. Das Wetter heute etwas bewölkt, aber windstill, jedenfalls hier noch. Auf geht's zum neuen Ziel. Da kann man den Strand sehen, wo gestern ganz viele Jugendliche waren, also da war gestern voll. Wir haben jetzt Wemmeldinge verlassen und sind jetzt auf dem Weg nach Porzelande. Das sind 45 Kilometer. Davon können wir die erste Hälfte bis zur Schleuse in Brünnisse schnell fahren. Und dann hoffen wir, dass wir gut durch die Schleuse kommen. Und dann geht es nochmal 25 Kilometer ungefähr bis Porzelande, wo wir 2 Tage bleiben wollen. Wir hoffen, dass das Wetter wieder besser wird, sodass wir auch einen Strandtag einlegen können. Man sieht deutlich, dass wir hier gegen die Strömung fahren. Eben konnten wir noch mit 42 fahren. Bei gleicher Umdrehung, bei gleicher Leistung haben wir jetzt nur noch 36,5. Wir haben die Schleuse bei Brünnisse erreicht. Das sieht aus wie Doppelrot. Ja, Doppelrot. Da werden wir wahrscheinlich irgendwo erstmal hier anlegen müssen. Wir stehen jetzt hier vor der Schleuse in Brünnisse und die Schleuse, wie man sieht, Doppelrot, die ist kaputt. Der hat jetzt die Brücke aufgemacht und lässt den Segler auch wieder raus, der wahrscheinlich auch jetzt sich ein anderes Ziel ausgedacht hat. Hinter uns steht auch noch ein Segler, der überlegt sich auch jetzt umzudrehen. Im Moment ist die Voraussage 3 bis 4 Uhr am Nachmittag, dass die Schleuse repariert werden kann, aber keiner weiß es. Na, da kommt der Segler raus. Den lieben, netten Segler geholfen anzulegen, weil er alleine auf seinem Boot ist. Und ja, jetzt gucken wir mal, dass wir jetzt doch ablegen und woanders hinfahren. Also unser Ziel wird jetzt nicht Porzelande. Ja, unser Ziel ist jetzt Wilhelmstadt. Wir legen jetzt ab und fahren nach Wilhelmstadt. Auch schön. Wilhelmstadt gefällt mir auch immer wieder gut. Ja, wollten wir sowieso hin, sind wir 2 Tage früher da. Genau. Und jetzt kommt auch wieder die Sonne. Ja, wenigstens etwas. Auf dem Weg nach Wilhelmstadt müssen wir jetzt durch die Kramer Jachtenslüß und dann müssen wir die grüne Tonne umfahren, weil es hier rechts flach ist. Also mit einer Steilkurve geht es dann in das Vorbecken der Schleuse. Das sieht ja gut aus. Es kommt uns jemand entgegen. Das bedeutet, dass die Schleuse in die Richtung geschleust hat und wir vielleicht gleich rein können. Ja, wir haben grün. Besser geht's nicht. Das nenne ich mal Luxus. Ankommen, reinfahren, rausfahren. In die Kramer-Schleuse konnten wir direkt reinfahren. Hatten gleich grün, weil gerade die rauskamen und jetzt sind wir auch die Einzigen da drinnen. Und Frank ist glücklich, dass wir rein konnten. Hinter uns ist auch alles frei und es geht ein Stück nach oben. Oben gibt es eine Anzeige für die Segler. Jetzt geht das Tor endlich auf. Das hat ja extrem lang gedauert, bis die Schleusung mal zu Ende war. Na, von der anderen Seite steht aber eine Menge. Die letzte schnelle Fahrt Richtung Wilhelmstadt, Viertelstündchen und dann geht es wieder durch die nächste Schleuse und sind wir fast da.
Frank nutzt das kleine Stück vor der Schleuse für einen Snack. Mit 500 mm Brennweite kann man schon ordentlich was sehen. Wir sind hier vor der Volkerak-Schleuse und das Tor geht gerade auf. Da liegt ein Berufsschiff drin und einige wollen mit uns auch in die gleiche Richtung schleusen. Wenn wir aus der Schleuse raus sind, sind wir dann in Wilhelmstadt. Da wollen wir heute nächtigen. Hinter uns fahren Marina und Jürgen. Und jetzt dümpeln wir hier vor der Schleuse, weil wir gar nicht anlegen müssen, denn es geht gleich weiter. Auch aus der Yachtenschleuse kommt ein Dicker raus, komischerweise. Aber der Vorteil ist, die Schleuse ist schon mal auf, sodass wir auch gleich rein können. Auch hier konnten wir praktisch direkt reinfahren und liegen auch hier sehr entspannt in der großen Schleuse. Jetzt sind wir in der Volkerak-Schleuse angekommen. Jürgen und Marina liegen neben uns. Marina hat einen Sonnenplatz erwischt. Jürgen ist ein bisschen im Schatten. Aber man sieht, dass die Steuerbord-Rumpfseite relativ schmutzig ist. Da gibt es also deutlichen Verbesserungsbedarf. Die zweite Schleuse des Tages ist auch genommen und jetzt geben wir Vollgas Richtung Wilhelmsstadt. Bei dem schönen Wetter sind natürlich auch viele Boote unterwegs. Wir sind kaum raus aus der Schleuse. Schon gehen die nächsten wieder rein in die Schleuse. Es ist hier immer ein Kommen und ein Gehen. Viertel nach 1 sind wir jetzt hier in Wilhelmstadt angekommen und haben noch einen schönen Platz im Stadthafen gekriegt. Aber viel später darf man nicht kommen, dann wird es voll. Wir sind hier gleich ins Päckchen gegangen, weil am Abend kann es einem sonst passieren, wenn man hintereinander am Steg ist, dass man noch einen Mitlieger ins Päckchen bekommt und dann liegen wir doch besser selber zusammen. Anlegen ist hier etwas schwierig, weil man muss den Fender zwischen Boot und Dalben kriegen und das Boot ordentlich fixieren. Dann geht's. Dafür ist natürlich der Schritt jetzt an Land doch relativ groß. Wilhelmstadt ist schon relativ klein. Wir haben hier den Stadthafen, das ist die Hafeneinfahrt. Dann gibt es ja ein paar Restaurants, die Kirche, da geht es in die Stadt, noch ein paar Restaurants an der Kade und viel mehr kommt auch nicht mehr. Wilhelmstadt ist der Hafen mit dem weitesten Weg zum Hafenkontor zum Bezahlen. Ne? Wirklich am Ende aller Stege. Da kostet der Diesel 1,55 aktuell. Das ist die Hafeneinfahrt in den Stadthafen. Wir liegen heute hier wunderbar. Ist auch gar nicht so voll geworden, wie wir gedacht haben. Wir stehen immer gleich im Päckchen hier, dann kann uns auch nichts passieren. Dann kommt in der Regel auch keiner mehr daneben. Im Restaurant gegenüber haben wir heute schon einen Tisch bestellt und dann warten wir gespannt auf das Deutschlandspiel. Heute gibt es lecker Steak. Alle essen heute Fleisch nach der vielen Fischaktionen. Und das Tolle hier ist, dass wir quasi hier sitzen mit Blick auf unsere Boote. Direkt über die Straße, wir haben alles im Blick. Und es ist Nachtigzeit. Creme Brûlée und Postfruchten. Einen leichten Abwärtstrend hat hier das Wasser doch gemacht. Wir müssen jetzt etwas bergauf steigen. Gestern Abend haben wir in Bellevue gegessen. Das ist wirklich das Restaurant der kurzen Wege. Also kürzer geht's nicht. Einfach aus dem Boot aussteigen, gerade rüber über die Straße und schon ist man da. Man konnte den ganzen Abend sein Boot beobachten. Das war echt klasse. Jetzt geht es gleich weiter. Die letzten Vorbereitungen werden getroffen. Ja. Kaffee getrunken und dann geht es gleich los. Und das heute wieder. Heute werden es 30 Grad ungefähr. Wir haben schon alles geöffnet, so dass wir dann nachher hier auch ein bisschen Durchzug bekommen während der Fahrt. Und es geht ab in die... Wo fahren wir hin? Hellevoetsluis. Ah ja. Sluis. Hellevoetsluis. 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 Okay. Freue ich mich schon drauf. Ja. Noch 20 Minuten, dann sind wir auf dem Weg. Wer mehr sehen will, der kann auf das 2019er Video gehen. Da gibt es auch Drohnenvideos von Wilhelmstadt. Ja, setzen wir uns noch hin, trinken einen Kaffee und dann geht's weiter. Tschüss, Wilhelmstadt.